Ach Leute, wie schnell doch die Zeit vergeht. Mit riesigen Schritten neigt sich das Jahr dem Ende zu und ich habe heute noch mal ein bisschen die Zeit genutzt und durch all meine Videos des vergangenen Jahres geschaut und ich bin so dankbar für all das, was ich in diesem Jahr wieder erleben, machen und lernen durfte. Wir haben unsere Ernährung umgestellt, ich mache jetzt mein Mehl selber und backe Sauerteigbrot. Ich habe wieder aussortiert und minimalisiert, ich habe aufgeräumt, organisiert und natürlich auch wieder geputzt. Ich habe versucht, unseren Alltag nachhaltiger und plastikfreier zu gestalten und außerdem haben wir wieder tolle Reisen mit unserem Wohnmobil unternommen. Es war wirklich ein schönes Jahr und ich bin so froh und dankbar, dass ich all das mit euch teilen durfte. Ohne euch wäre das alles hier nur halb so viel wert und darum möchte ich nochmal Danke sagen und mit euch gemeinsam das Jahr ausklingen lassen. Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video in diesem Jahr auf Tag aus, Tag ein. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kerstin und auf meinem Kanal dreht sich um alles, was mich so Tag aus, Tag ein umgibt und beschäftigt. Ich habe mich jetzt gerade mal hier in meinen Kellerraum zurückgezogen. Bei uns ist noch Feiertag, die Männer gucken sich oben einen Film an und ich habe gedacht, ich nutze die ruhige Stunde noch mal kurz für ein Video zum Jahresabschluss und möchte mich auf dem Wege noch mal bei allen ganz herzlich bedanken, die regelmäßig hier auf meinem Kanal vorbeischauen und die fleißig kommentieren. Vielen Dank an alle alten Abonnenten, vielen Dank an die vielen neu dazugekommenen. Ich bin jetzt fast, glaube ich, bei 37.000 und ein paar zerquetschte und yeah, ich finde das so genial. Das hätte mir vor ein paar Jahren mal jemand sagen sollen, dass mein Kanal so wächst. Dabei habe ich doch irgendwie keine besonderen Themen, so denke ich immer, sind einfach so Alltagsdinge, aber vielleicht ist es halt deshalb so interessant, weil sich viele damit identifizieren können. Ich habe ja auch viele Follower, die ähnlich im Alter sind, die ähnliche Lebensumstände haben und ihr schreibt mir immer wieder, dass ihr euch selber erkennt mit dem, was ich so mache, mit dem, was mir so im Kopf rumschwirrt und was euch selber so beschäftigt und das freut mich natürlich riesig und ich freue mich darum auch immer über die vielen zahlreichen netten, sympathischen Kommentare und ja, manchmal gibt es Geschichten, die machen mich traurig und manchmal freue ich mich, weil man so in Kontakt kommt. Das ist einfach eine ganz tolle, ja, eine ganz tolle Gemeinschaft, die sich hier entwickelt hat und dafür möchte ich auf jeden Fall Danke sagen, dass ihr mich da unterstützt und fleißig meine Videos anschaut und je mehr ihr guckt, umso weniger muss ich Kooperationen eingehen, weil die Werbung, also Google zahlt ja für die Bewerbung, also für die Werbung, nicht für die Bewerbung, aber für die Werbung, die zwischendurch geschaltet wird. Und ja, ich bin jemand, ich mache Kooperationen, ja, wenn mich Sachen interessieren. Aber ich lehne auch ganz viele Kooperationen ab, weil die einfach nicht zu mir passen. Und ich möchte gern so authentisch wie möglich bleiben und möchte eigentlich nur Sachen zeigen, die ich selber in Benutzung habe, von denen ich begeistert bin. Und das kommt auch mal vor, dass ich dann Firmen anschreibe und sage, hey, mir gefällt diese Sache so gut, darf ich die vorstellen oder darf ich die ausprobieren und dann zeigen. Also das sind hauptsächlich Sachen, die ich sowieso entweder selber habe oder die ich mir selber kaufen würde. Aber ja, das ist halt dadurch, dass meine Themen halt auch Nachhaltigkeit, Achtsamkeit, Minimalismus, Zero Waste sind, will ich mich auch nicht damit vollstopfen und zustopfen und immer mehr und immer neu haben, sondern ja, auch mal vielleicht mit alten Sachen auskommen, die ich schon habe und die vorstellen und ich denke, das ist vielleicht auch in eurem Interesse, wenn ihr nicht jedes Mal und ständig irgendwas Neues vor die Nase gehalten bekommt. Ich finde, das macht auch irgendwann keinen Spaß mehr. Und es muss zu mir passen. Und wenn ich zu einer Sache oder zu einem Kooperationsvorschlag eine Geschichte zu erzählen habe, wenn das zu mir passt, dann binde ich das mit ein. Und ansonsten lehne ich es lieber ab und lasse es und mache meine Videos so und freue mich, wenn ihr sie anklickt und ich große Aufrufzahlen habe, dann brauche ich nämlich nicht so viele Kooperationen in Angriff nehmen. So, das war das Erste. Dann habe ich für das nächste Jahr
so ein paar Sachen geplant. Ich habe ja immer so ein wie sagt man, so ein Notizboard, das nennt sich Trello. Da sammle ich immer alles, was mir so in Gedanken kommt, was ich an Videos drehen kann. Sei es Minimalismus oder was auch viele interessiert, Putzen, verstehe ich manchmal gar nicht, weil ich denke, hey, was ist so interessant, anderen beim Putzen zuzugucken. Aber das scheint ja ein großes Thema zu sein und warum dann nicht zeigen? Ja? Das sind ja Sachen, die ich auch tagtäglich mache und es ist ja nichts Schlimmes dabei. Vielleicht kann man sich da was abgucken und kann das selber einbinden, kann sich inspirieren lassen, wie auch immer. Und was mich auch wieder beschäftigt, ich habe mir nämlich letztens dieses Buch hier gekauft, Plastikfreie Zone. Wir sind ja schon auf dem Weg, nachhaltig, gut nachhaltig zu sein, aber es gibt immer noch Luft nach oben und da lasse ich mich immer wieder gern inspirieren. Ich habe letztens im Urlaub den Film geguckt, No Plastic, von einem österreichischen Regisseur und bin dann über diesen Film auf dieses Buch gestoßen und fand das total interessant und das habe ich mir jetzt bei Momox gebraucht gekauft und lese das gerade und gucke, ob ich da noch ein paar Inspirationen mit in unseren Familienalltag aufnehmen kann. Und darüber werde ich natürlich auch berichten, weil ich denke, dass es auch ein Thema ist, was uns oder viele von uns interessiert. Gerade diese Nachhaltigkeit, plastikfrei. Ja, das werde ich auf jeden Fall ausbauen. Dann habe ich mir ein Buch gekauft vor kurzem, das habe ich ausnahmsweise mal neu gekauft. Und zwar ist das von Hoss und Hopf. Ich finde das sehr interessant, die Gedankenansätze, die die beiden haben. Und die haben jetzt ein Buch geschrieben, das heißt jeden Tag einen Schritt weiter, wie du täglich erfolgreicher wirst. Ich will, ja, erfolgreicher werden. Eigentlich will ich zufrieden sein, glücklich sein, achtsam sein und freue mich natürlich auch, wenn hier mein YouTube-Kanal erfolgreich wird. Aber ich denke, da kann man sich auch so viel dafür ins alltägliche Leben mitnehmen, was jetzt nicht unbedingt nur geschäftliche Sachen angeht. Und das ist so schön aufgebaut, dass man jeden Tag eine Seite lesen kann. Und da ich ja jeden Morgen hier mein Bullet Journal schreibe oder mein Dankbarkeitstagebuch und mein Tagebuch, kann ich das mit einbinden. Ich stehe dafür extra gern noch mal eine Stunde eher auf und lasse mir morgens Zeit, genieße in Ruhe meinen Kaffee und dann schreibe ich hier in mein Buch rein und dann lese ich eine Seite aus dem Buch. Manche nehmen die Bibel, ich nehme jetzt das. Und ja, das will ich beibehalten oder zumindest nächstes Jahr mal aufgreifen, weil ich das echt interessant finde. So überhaupt so Weiterbildung, da habe ich auch so einiges geplant. Ich habe mich angemeldet in einem Videokurs, weil ich auch hier meine Fähigkeiten, was YouTube angeht und die filmerischen Fähigkeiten noch ein bisschen ausbauen will. Und was auch auf meiner Agenda steht, was ich nächstes Jahr noch mehr machen will, Brot backen, Brötchen backen. Ich habe ja dieses Jahr, oder nee, ich glaube letztes Jahr war das schon angefangen mit Sauerteig, mit normalen Teigbrot backen. Nee, andersrum, mit normalem Brot backen, dann habe ich mit dem Sauerteig angefangen. Jetzt bin ich gerade dabei, mir ein Levito Madre zu züchten, einen italienischen Sauerteig und das will ich dann weiter ausbauen und immer mehr probieren und dann nehme ich euch auch gerne mit und zeige, was ich da so veranstalte, weil ich das auch spannend finde. Unsere Ernährung haben wir ja umgestellt und ja, das ist was ich gerne mache, was mir Spaß macht und das will ich auf jeden Fall auch weitermachen. Und was wollte ich noch erzählen? Ah ja, dann habe ich mir noch was für nächstes Jahr vorgenommen, das jetzt hier diesen YouTube-Kanal betrifft. Und zwar möchte ich gerne so eine 3-Dinge-Challenge starten. Dieser Gedanke kam mir irgendwann mal nachts im Schlaf, wo ich gedacht habe, hey, du veröffentlichst jede Woche ein Video, aber manchmal ist es doch gut, wenn man zwischendurch noch mal so einen kleinen Short reinwirft. Und das habe ich mir vorgenommen. Die Shorts kann man ja jetzt auf 2 Minuten 30 verlängern. Das war am Anfang nur 1 Minute. Und da hast du echt zu tun gehabt, wenn du irgendwas sagen wolltest, das alles in die Minute reinzupacken. Aber jetzt kann man ein bisschen länger was machen. Und da möchte ich gerne diese 3-Dinge-Challenge starten. Einfach jede Woche ein ganz kleines Video machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das, wie gesagt, in einem Short-Format mache oder ob ich das in einem ganz normalen Format mache. 3 Dinge, die irgendwas mit mir gemacht haben. Also entweder 3 Bücher, die ich gelesen habe, 3 Dinge, die ich für meine Haarpflege benutze, 3 Dinge, die ich in meiner Wohnung gerne mag, 3 Lieder, die ich gerne höre, 3 Filme, die ich gerne geschaut habe, 3 Dinge, die mich besonders berührt haben, 3 Zitate, die mich inspiriert haben und alles so Sachen. Ich bin da schon fleißig am Sammeln hier. Das will ich nächstes Jahr starten und hoffe, dass ich das hinbekomme, jede Woche so ein kleines Video hochzuladen. Und ja,
das war es dann eigentlich, genau, was ich so geplant habe. Natürlich wieder unsere Reisen mit dem Wohnmobil. Die sind auch für uns immer ganz toll. Wir haben geplant, Pfingsten wieder nach Kroatien zu fahren. Im Sommer steht Schweden auf der Agenda. Ich hoffe, das schaffen wir dieses Jahr auch. Und im Herbst müssen wir mal gucken, ob wir Schweiz oder Österreich oder wieder Italien fahren. Das weiß ich jetzt noch nicht. Und ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt mir auch im nächsten Jahr treu. Freue mich immer, wenn ihr kommentiert. Freue mich immer, wenn ihr auch mal Ideen aufschreibt oder Sachen, die euch interessieren, über die ich mal erzählen kann oder soll. Wenn die ja mit meinen Interessen übereinstimmen und wenn ich dazu was sagen kann, dann mache ich das natürlich gern, dann greife ich das gern auf. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Start ins neue Jahr. Alle, die die Rauhnächte zelebrieren, wünsche ich noch schöne Rauhnächte. Und ich hoffe, wir sehen uns frisch und munter dann im neuen Jahr mit neuen Ideen, mit neuen Inspirationen und mit neuen Videos. Und vielen, vielen Dank nochmal an euch alle, dass ihr mich so unterstützt. Und ja, das war's für dieses Jahr. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann zum nächsten Jahr. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.